168 Tage, fast ein halbes Jahr nach seiner Verletzung, stand Nico Schlotterbeck am Sonntag endlich wieder auf dem Platz im BVB-Trikot. Heute ist er bei uns. Hallo Nico. Hi, danke. Nico, nimm uns mal mit, vor allem wie die Nacht und der Tag danach war. Also bist du abends direkt selig in dein Bett gefallen, eingeschlafen oder musste dann doch noch viel verarbeitet werden? Na, musste schon viel verarbeitet werden. Waren auch ein paar Leute da, Freunde waren da, Mama und Papa waren da, deswegen saßen wir noch lange zusammen, wurde dann so 2, 3 Uhr, war ja ein spätes Spiel. Ja, ist dann immer viel Adrenalin nach so Abendspielen, da musste noch ein bisschen was verarbeitet werden, weil es wieder was Besonderes war. Und es war eine lange Zeit und ich war gestern noch extrem happy, extrem stolz, habe mir dann natürlich auch noch ein paar Highlights angeschaut, weil ich finde, es gehört so ein bisschen dazu. Ein paar Highlights sicherlich für dich. Busankunft, mal wieder mit der Mannschaft ins Stadion rein. Dann zum Triumphmarsch, AIDA raus, du sogar habe ich gesehen, als allererster vorne weg. Dann die Sprechchöre der Fans, all das, wie hast du das erlebt? Ja, schon sehr emotional. Man hat es mir vielleicht nicht angesehen, aber ich glaube, das erste Mal seit ganz, ganz langer Zeit wieder nervös vor dem Spiel, weil sonst ist es ja so ein bisschen Alltag, jede Woche ein Spiel zu haben. Das hatte ich jetzt lange nicht mehr. Deswegen war es wirklich was Spezielles. Im Bus habe ich mir dann ein bisschen Musik geballert. Busankunft war dann gut, wollte dann auch auf den Platz vorm Spiel, das ich eigentlich nicht mache, aber ich wollte so mal ein bisschen wieder sehen, wie der Rasen ist, das Umfeld, mich dran gewöhnen und dann ja, zum Aufwärmen der Triumphmarsch, das ist natürlich Wahnsinn. Habe mich auch riesig gefreut, die Jungs haben mich vorgelassen, ja, weil wir da so ein paar kleine Prinzipien haben, wenn es klappt oder so, dann läuft immer da gleich vorne ein. Das hat ganz gut gepasst und ja, es war schon sehr, sehr speziell und auch sehr, sehr emotional der Tag gestern. Auf der Pressekonferenz in der letzten Woche, da klang es ja schon bei Niko Kovac an, ja, Schlotterbeck ist ein Kandidat für den Kader. Und bei so langen Verletzungen geht man irgendwann davon aus, okay, man hofft, man führt irgendwie in der 88. Minute 2 oder 3-0 und dann kann man den Schlotterbeck reinwerfen, dann kriegt er noch seine 2 Minuten. Und dann spielst du von Anfang an. Nimm uns mal mit, wann ist diese Entscheidung gefallen, wann kam der Trainer auf dich und wann war klar, jo, der Junge startet direkt? Für mich war klar, das Wolfsburg-Spiel setze ich mir in den Kopf, das passt zeitlich, es ist ein Heimspiel, es ist ein Bundesligaspiel, ja, und ich wäre vielleicht auch bereit gewesen für Turin, weil der Trainer schon gefragt hat, aber ich habe mich einfach so sehr auf das Wolfsburg-Spiel fokussiert, dass das Vertrauen ins Knie einfach noch nicht da war für das Turin-Spiel, weil da auch, ja, da vielleicht dann nur 10, 20 Minuten gegangen wäre und aber extremer Stress auf das Knie gekommen wäre. Und jetzt haben wir nochmal 2, 3 Tage rausgeholt. Ich bin dann extra mit nach Turin, damit ich da eine Trainingseinheit machen konnte. Und war dann schon so fit, dass es klar war, ich gehe in den Kader. Der Trainer hat dann samstags gefragt, ja, steht der Plan noch? Habe ich gesagt, ja, für mich steht der Plan. Er sagt, okay, kannst du auch spielen? Ich sage, ja, sonst würde ich ja nicht in den Kader gehen. Dann hat er gefragt, ja, er überlegt von Anfang an. Dann sage ich, ja, gut, mich brauchst du nicht fragen. Er wollte es dann aber von mir hören, wie überzeugt ich bin. Und ich war dann auch sehr überzeugt, weil es natürlich rein körperlich geht's gut. Es ist eigentlich nur so ein Kopfding nach so einer langen Verletzung, weil du Vertrauen in dein Knie brauchst. Und ich hatte eine gute OP, ich hatte eine sehr gute Reha, hatte gar keine Rückschläge in der ganzen Reha. Habe viel gearbeitet und war dann vom Kopf her so frei, dass ich mich im Spiel auch echt wohlgefühlt habe. Und das war das Wichtigste. Und dann ist es halt so gut gegangen, dass ich auch 90 gehen konnte. Jetzt muss ich nochmal nachhaken, weil du eben gesagt hast, du hast dir Wolfsburg ausgesucht, auch weil es ein Heimspiel ist. War das schon für dich, wo du sagst so, naja, wenn es jetzt auswärts gewesen ist, weiß ich nicht, aber so zurückkommen vor den eigenen Fans, das wäre schon was? Ja, klar, das ist schon besser, natürlich. Aber es hat einfach zeitlich ja am besten gepasst. Der Plan am Anfang vom Verein und mir war ein bisschen später, den haben wir dann ein bisschen vorgeschoben, weil wie gesagt, die Reha lief wirklich ohne Probleme, durchgängig nicht einen Rückschlag gehabt. Und dann war für mich klar, okay, Wolfsburg. Und hätten wir es drauf angelegt, hätte Turin wahrscheinlich auch schon geklappt. Wollten wir aber nicht, weil wir einfach, wie gesagt, keinen Stress im Knie haben wollten. Kein Dauerstress unter Vollbelastung. Und dann habe ich mir einfach nochmal 2, 3 Tage mehr Zeit gewonnen, konnte nochmal mehr mit der Mannschaft trainieren, konnte voll trainieren. Habe dann schon über eine Woche mit Körperkontakt trainiert, was ja dann auch sehr wichtig ist, weil du dann
ja, mehr Vertrauen in dein Knie bekommst. Und dann war ich so weit, dass der Trainer gesagt hat, ja, für mich spielst du. Und dann hat es natürlich auch gepasst, weil du fragst Wolfsburg, jetzt haben wir keine englische Woche. Das heißt, ich habe vielleicht 2, 3 Tage länger zum Regenerieren. Und natürlich als Fußballer freut sich natürlich in einem Heimspiel, das erste Spiel zu haben. Na klar. Stotti, drehen wir die Uhr zurück an diesen 6. April, diese Verletzung im Training. Hast du da direkt gemerkt, das ist was Schlimmeres oder wie war der Moment? Ja, ich habe im Training geschossen und danach war Feierabend eigentlich. Also Knie war in einer 90-Grad-Stellung, ich konnte es nicht mehr ausstrecken. Es war extrem blockiert. Haben dann noch auf dem Platz probiert, irgendwie was zu gehen, weil ich schon mal 2, 3 solche kleinen Dinge habe, aber das Knie von selber reingeht. Und dann war ich klar, okay, ich gehe ins MRT. Das MRT war, glaube ich, das schmerzhafteste, was ich je hatte, weil ich musste mein Bein da ein bisschen strecken und das Knie hat komplett blockiert. Und dann war ich nur die Entscheidung, wo ich mich operieren lassen will. Hab mir dann Zweitmeinung geholt, wo so die besten Operateure sind. Bin dann nach Innsbruck geflogen, zum Dr. Fink, habe mich operieren lassen. Das ging dann, glaube ich, innerhalb von 24 Stunden alles. Und dann ging der Prozess los. Dann war klar, vor der OP war noch nicht ganz klar, wie lang es ist, weil du bei einer Meniskusverletzung 2 Sachen machen kannst. Entweder du willst ihn erhalten oder du willst ihn abschneiden. Bei mir gab es aber gar keine Entscheidung, weil der Meniskus so kaputt war, dass du ihn erhalten musst. Weil hätten wir ihn kaputt gemacht, dann hätte ich andere Probleme bekommen über die Jahre. Und im Endeffekt bin ich 25, ich habe dann auch ein bisschen an die lange Karriere gedacht. Ich habe noch hoffentlich 10 gute Jahre und ich habe danach noch ein Leben. Und ich wollte jetzt auch nicht irgendwie alles dafür opfern, um noch 3, 4 gute Jahre zu spielen und dann mit Ende 20 dazustehen und nur Knieprobleme zu haben. Und dann ging der ganze Prozess los, dann war ich 6 Wochen auf Krücken und dann haben wir das alles erarbeitet. Dann war ich nochmal weg, 2 Wochen in Innsbruck, habe nochmal dort eine Reha gemacht. Und ab dem Moment habe ich mit Dennis zusammengearbeitet. Eigentlich ab dem ersten Tag. Dennis Morschel ist unser Reha-Trainer für die BVB-Fans, genau. Und Peter ist der Reha-Physio. Ja, und habe dann eine enge Bindung zu denen aufgebaut. Wir sind dann nochmal mit Emre und Sally nach Spanien geflogen, haben dann nochmal so ein kleines Trainingslager gemacht. Und ich war eigentlich durchgängig hier auf dem Gelände in Brakel. Habe mich aber so ein bisschen, wie gesagt, Social Media mäßig einfach abgemeldet, weil ich das für meinen Kopf gebraucht hatte. Ja, und die Reha einfach mich komplett darauf fokussieren wollte, zurückzukommen. Und ich hatte viel Zeit, aber ich muss auch sagen, sie war extrem hart, weil ich schon immer 5, 6 Stunden, ich glaube davon allein 4 im Gym war pro Tag. Und dann hat sich das Ganze entwickelt und die Reha lief reibungslos und dann hast du ja immer Steps gehabt. Dann kam Krücken, da kam erstmal wieder gehen, dann kam es Laufen, dann kam es mit dem Ball und dann hast du Step für Step eigentlich nur gearbeitet. Er hat jetzt schon den Schnellritt durch die ganze Reha gemacht. An einigen Punkten würde ich aber trotzdem nochmal nachhaken wollen. Und zwar nochmal zurück. Irgendwann war ja für dich klar, okay, OP und sehr wahrscheinlich halbes Jahr Pause. Das kanntest du noch gar nicht. Nein. Wie, dieser erste Moment, als die Diagnose da war, wie war deine Reaktion? Ja, ich wusste ja, vor der OP habe ich dem Doktor nicht freie Hand gegeben, aber ich habe ihm gesagt, schau dir den Meniskus an, wenn er reinschaut, wenn er das Knie aufmacht und dann entscheide, was für meine Karriere einfach besser ist. Und dann, wie die Leute ja wissen, ist man ja so im Aufwachraum. Meine Familie war da und da war ich noch ein bisschen verblendet. Ne? Dann bin ich aber aufgewacht und dann hieß es ja, okay, der Meniskus musste erhalten werden. Und dann war klar, okay, 6 Monate. Und dann waren auch die ersten 2 Tage schwer, weil ich einfach ans Bett gebunden war. Eigentlich mein Bein komplett in der Streckung hatte, nicht anbeugen konnte. Und dann war es schwer, damit umzugehen. Wir haben es ja dann, ich glaube, kurz vor der OP kommuniziert mit dem BVB. Wir wollten es ja erst nach der OP kommunizieren, aber es ist ein bisschen was durchgesickert. Ja, und dann war die Entscheidung, wie gehe ich das Ganze an. Habe dann schnell mit den Jungs gesprochen, dass ich die 6 Wochen, wo noch bis Ende der Saison sind, auf jeden Fall in Dortmund bleibe. Mit den Jungs hier arbeite, weil ich auch der Mannschaft das Gefühl geben wollte, ey, ich bleibe jetzt da und das war ja die wichtige Zeit mit der Champions League Phase, dass wir in die Champions League kommen wollen. Da bin ich dann da geblieben.
Was ich aber sagen kann, ist, es ist extrem schwer, wenn du jeden Tag die Jungs siehst, wie sie arbeiten und du bist ganze Zeit auf Krücken. Ich konnte zum Beispiel auch nicht ins Stadion gehen, das war so ein Punkt, weil ich hätte mich im Stadion nicht freuen können, weil du bist dann auf Krücken, du siehst die Jungs, du willst dich einmischen, du willst auf dem Platz sein. Deswegen viel von zu Hause, wirklich viel mit Dennis gearbeitet. Ja, einfach eine enge Bindung aufgebaut und dann ging es Step für Step halt. Gerade am Anfang, Sonntag Verletzung, Montag OP, Dienstag dein Social-Media-Rückzug. Wann ist diese Entscheidung für dich gefallen, zu sagen? Ich bin ja eh nicht so der Social-Media-Typ, ich mache das ja alles selber und ich poste nach Lust und Laune so ein bisschen. Habe dann relativ schnell aber gemerkt, ey, ich möchte es gerne einmal für mich abgehakt haben. Habe dann auch keine Lust, dass jemand jede 2-3 Wochen mich irgendwie fragt, wie es geht, weil das hilft einfach nicht in der Zeit. Und dann habe ich die Entscheidung mit meiner Familie getroffen, habe mir Rücksprache gehalten, weil wie gesagt, ich bin da, was Social Media geht, ein bisschen Laie. Und dann habe ich den Rückzug gemacht und dann war für mich klar, okay, jetzt kann ich mich voll auf die Reha konzentrieren. Ich habe dann mal 3-4 Posts gehabt in den 5 Monaten, aber eigentlich nur von Ergebnissen vom BVB. Aber es war dann einfach, der Gedanke kam einfach, weil ich ab dem Tag, wo ich aus dem Krankenhaus bin in Innsbruck, war klar, okay, jetzt beginnt die Reha und jetzt beginnt eine Zeit, die ja auf vielleicht die wichtigste meiner Karriere ist, weil ich jetzt in einem Alter bin, wo ich gut Fußball spielen kann. Reha ist natürlich komplett aufs Körperliche bezogen. Du hast aber auch geschrieben, vor allem, weil ich es für mich und meinen Kopf brauche. Wie hast du das gemeint? Ja, weil einfach, das war alles noch im Krankenhaus. Ich war dann schon sehr, sehr niedergeschlagen. Wie gesagt, ich habe eine tolle Familie, die mich unterstützt. In dem Moment, es war ja vor Barcelona, vor Bayern, vor den ganzen Wochen und für einen Fußballer ist es extrem schwer, für den Kopf das zu akzeptieren. Du kannst jetzt nicht mitwirken. Ich habe das ja gesagt gegen Barcelona. Da habe ich mir dann 2 Bänder im Sprunggelenk gerissen. Das ist okay, du kannst über den Schmerz gehen, du kannst da drüber gehen. Und das war das erste Mal, wo du durch Züge musst. Und das Wichtigste in der ersten Phase ist ja, hey, die Krücken, nicht zu viel Gewicht auf dein Bein, damit alles verheilt etc. Und ich habe das einfach für meinen Kopf gebraucht, dass ich mein Handy ein bisschen zur Seite lege, keine Rückfragen habe, nicht die ganze Zeit auf Social Media bin, sehe, ey, der BVB ist da, der BVB ist da, hier gewinnen wir, da verlieren wir. Weil das einfach, es hätte mich einfach eher niedergeschlagen, als mich aufgebaut hätte, wenn ich die ganze Zeit irgendwas sehe. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich brauche das für meinen Kopf. Und es war einfach im Nachhinein auch vollkommen die richtige Entscheidung, weil ich mich da komplett auf die Reha fokussieren konnte. Du hast ja schon gesagt, toi toi toi, es gab keine Rückschläge, die Reha lief super. Was waren denn trotzdem rückblickend so für dich die dann doch vielleicht schwierigsten Momente auf diesem Weg zurück, durch die du dich durchkämpfen musstest? Eigentlich die Momente nach der Club-WM, wo wieder die Vorbereitung hier gestartet hat. Für mich war klar, okay, Saison aus, etc. Dann kamen die Jungs von der Club-WM. Und in der Zeit, wo ich hier alleine war, in Prag, also nicht alleine, aber ich war mit Dennis hier, ich habe mit Emre die Reha gehabt, Sally war eine Zeit lang dabei. Wir haben gearbeitet wie Ochsen, sagt man ja so, haben Gas gegeben und waren einfach fokussiert. Und wenn natürlich die Mannschaft kommt, du hast den gleichen Rhythmus wie der Mannschaft, dann wirst du vielleicht auch mal ein bisschen abgelenkt, du siehst die Mannschaft trainieren, dann heißt es wieder, und, wie weit bist du? Ja, ich bin nur da, ich bin nur da. Ja, wann ist nächster Step? Ja, weiß ich nicht. Das entscheidet Dennis, das entscheiden wir zusammen im Team. Das waren eigentlich die schwierigsten Momente, zu wissen, ey, das dauert jetzt einfach noch. Obwohl, ich war am Laufen, ich war am Richtungswechsel machen, aber ist noch weit weg von Fußballspielen. Und für mich die schwierigsten Momente war eigentlich das Einzeltraining mit Dennis auf dem Fußballplatz, weil im Gym habe ich keine Probleme, mich extrem zu quälen. Aber so ein Einzeltraining zu haben über Wochen, über Monate fast, das ist schon sehr, sehr hart. Und ich war halt komplett alleine in der Reha. Emre war nicht so weit, dass er zeitgleich mit mir trainieren konnte. Und so war ich immer nur mit Dennis auf dem Platz. Matze Schiele kam noch dazu, das ist unser Verbindungstrainer mit der Jugend. Und wir haben dann ein paar Dinge aufgebaut, um auch ein bisschen Schwächen auszumerzen. Und das war so die Zeit, wo ich auch extrem zu grübeln hatte, weil du willst den nächsten Step machen, aber dein Knie war noch nicht so weit. Und du musst dann natürlich auch Dennis vertrauen, weil ich gesagt habe, ja, wann machen wir den nächsten Step, wann machen wir den nächsten Step, weil Fußballer sind ungeduldig. Aber es war noch nicht bereit und jetzt im Nachhinein haben wir alles richtig gemacht und da bin ich auch echt happy.
Und jetzt bist du auch einer, der mit seiner wirklich sehr positiven Art andere mitreißt. Wer war denn in dieser Phase für dich da, damit du genau diese Art nicht verlierst, auch in dieser schwierigen Phase? Ja, an sich, wie gesagt, ich habe mich ja so ein bisschen zurückgezogen. Ich habe ein paar Jungs, die waren dann auch in Spanien im Trainingslager dabei, mitgenommen. Meine Eltern sind immer da, mein Bruder, meine Frau ist da. Ja, ich habe einen sehr kleinen Kreis, aber der Kreis hat mich extrem unterstützt, weil sie wissen, wie ich als Mensch bin, dass ich auch sehr viel arbeite für den Fußball, sehr viel unterordne. Das war die wichtigste Zeit und sie haben gemerkt, ich kam dann auch natürlich ins Überlegen, weil du natürlich denkst, ey, wie kommst du nach 6 Monaten zurück, bist du noch so gut wie davor, kannst du das noch, jetzt kommt wichtige Phase beim BVB, auch beim DFB, das ist das WM-Jahr etc. Und ja, natürlich habe ich gegrübelt, nicht so viel wie vielleicht andere, weil ich schon sehr selbstbewusst bin, sehr von mir überzeugt bin und das war auch mein Motto jetzt zum Beispiel für das Spiel am Sonntag, dass ich einfach selbstbewusst an das Ganze rangehe, zeigen kann, ich habe nichts verlernt und das war wichtig und wie gesagt, Familie, Freunde, die haben mich alle bei Laune gehalten. Es war nicht leicht, weil ich werde dann schwierig, aber die können mich schon einordnen. Hast du denn diese Zwangspause auch, keine Ahnung, für was Neues genutzt, neue Hobbys oder so? Oder alles diesem Comeback untergeordnet? Na, nicht viel. Nicht viel ist aber ein bisschen. Ja, ich habe dann irgendwann abends mal wieder mit ein paar Jungs ein bisschen gezockt. Aber wie gesagt, ich bin hier morgens um 9 angekommen. Und dann, wenn du dann 4-5 Stunden im Gym bist und du kommst so 16, 17 Uhr nach Hause, ich war einfach sehr oft blank einfach. Ich war komplett kaputt. Bin dann einer, der gerne auf dem Sofa ist, aber neue Hobbys leider nicht. Mit Knie hat auch nicht so viel zugelassen. Ich habe eine Tischtennisplatte bekommen, ich habe ein bisschen Tischtennis gezockt, aber ja, nicht viel. Ich habe wirklich viel dem Comeback untergeordnet und habe das auch meinen Leuten kommuniziert und die waren alle fein damit und das war für mich das Wichtigste in dem Moment. Jetzt hast du eben noch von dieser schwierigen Phase gesprochen, hier alleine zu trainieren und dann heißt es ja am Ende der dunklen Gasse, erstrahlt die gelbe Wand. Kannst du dich noch so für dich erinnern, wann war dieser Punkt, wo du diese strahlende gelbe Wand, dieses Comeback für dich so gesehen hast? Gab es da diesen Punkt? Ja, das erste Mal, wo ich ja wieder im Stadion war bei der Saisoneröffnung. Und ich habe von den Leuten echt viel Liebe zurückbekommen und wusste, okay, jetzt ist es nicht mehr lang. Jetzt zieh es auch durch die letzten 5, 6 Wochen. Und da war so, okay, jetzt wird es Zeit, dass ich wieder anfange, Fußball zu spielen. Es war gerade die Zeit, wo ich mit dem Ball auf dem Platz war. Und deswegen, das zu dem Thema, ich hatte ja dann das Einzeldrehen, dann kam die Saisoneröffnung. Und dann war ich eigentlich so, hey Dennis, komm, nächste Woche steig mal ein. Leg mal los, ich kann wieder trainieren etc. Und er musste mich dann schon zügeln, weil natürlich die Euphorie dann, ich war wieder im Stadion, war wieder gegeben. Und mir ging es dann in dem Moment gut und habe ich gesagt, hey Dennis, nächster Step, nächster Step, nächster Step. Und der Dennis macht das natürlich schon lange und hat gesagt, nein, wir können noch nicht. Dann kann ich auch ungemütlich werden, das hat er dann auch erlebt. Aber wie gesagt, das war so der Moment, wo ich wusste, okay, jetzt geht's bald wieder los und da freue ich mich auch riesig drauf. Und das war schon sehr, sehr lange. Aber der Moment bei der Stadioneröffnung hat mir schon sehr viel gegeben. Ein bisschen vorher noch, weil da würde ich auch noch mal drauf kommen, ein anderes Comeback, das Social Media Comeback. Und ich erinnere mich noch ganz genau, als du dann wieder deinen ersten Post abgesetzt hast. Und wir haben uns diese Bilder wirklich auch in unseren Gruppen, Junge, Schlotter, was hat der denn gemacht? Wo hat der denn so viel Muskelmasse draufgepackt? Hast du ordentlich was zugelegt, was? Also das war wirklich, wir haben uns das schon fleißig rumgeschickt. Ja, Maschine. Das Problem ist, wenn wir 3-mal die Woche spielen, pumpe ich genauso viel, aber du kannst natürlich nicht so viel aufbauen, aber ich habe dann, wie gesagt, ich konnte ja keine Laufeinheit machen, keine Fahrradeinheiten und wenn du dann pumpst, geht die Stelle hoch. Ich hatte dann auch irgendwann ein bisschen zu viel drauf. Rein von den Muskeln her, jetzt nicht irgendwie, dass ich Fett aufgebaut habe. Habe das dann ein bisschen reduziert, aber ich fühle mich jetzt wohl, will noch an 1-2 Stellschrauben drehen. Hatte dann, wie gesagt, ich habe es ja gesagt, ich war 4-5 Stunden im Gym jeden Tag. Ich hatte einfach die Zeit dafür, habe alleine trainiert und ich kann mich dann im Gym mich extrem quälen, das macht mir dann Spaß. Und es waren dann schon einige Kilo, die drauf sind. Es sind immer noch einige Kilo drauf. Die bleiben auch drauf. Sehr gut.
Und es war dann auch dieses Bild auch mit dieser Trainingsgruppe, dann mit Emre, mit Salih. Wie gut hat dir das auch getan? Klar, jeder hat seine eigenen, sagen wir mal, Sorgen gehabt, aber trotzdem gemeinsam an einem Ziel zu arbeiten? Ja, extrem. Das hat sich entwickelt, weil es klar war mit mir und Dennis, hey, wir müssen mal eine Woche weg aus Brake, weil wir einfach eine andere Umgebung brauchen. Und dann kam Emre dazu, weil er nicht zur Club-WM konnte. Dann hat sich Salih bei der Türkei verletzt. Ja, und dann sind wir zu dritt nach Spanien gereist. Alle haben ihre Freunde mitgenommen und dann waren wir halt, ja, hört sich so an, weil viele gesagt haben dann danach, ja, ich war in Urlaub in Spanien, aber wir waren wirklich von 9 bis 16 Uhr, haben wir dort geackert. Natürlich sind wir dann mal abends essen gegangen, waren dann auch mal weg, aber es war vor allem für den Kopf war es extrem wichtig und es war für mich auch wichtig, weil ich mich mit den beiden Jungs extrem gut verstehe, dass wir mal rauskommen aus der Blase, nur in Brake zu sein. Und haben dann gut gearbeitet, dann hatten wir tolles Wetter auch dort. Das hat dann schon viel hergegeben und es hat extrem viel Spaß gemacht. Und die beiden, vor allem auch Emre, Salih war ja, ich sag leider, aber war leider nur 2 Wochen in meiner Reha, gut für ihn. Aber Emre hat mir extrem viel Halt gegeben, weil wir ja fast dann im Endeffekt die ganze Reha zusammengearbeitet haben. Und es war schon sehr wichtig für mich. Und wie war es dann jetzt wieder wirklich hier in Brakel zurück in der Kabine zu sein und nicht nur die Jungs Hallo zu sagen, dann für sich selbst zu trainieren, sondern zurück in der Kabine gemeinsam auf den Platz rausgehen? Das muss ja sicherlich auch ein sehr großer Moment gewesen sein. Voll. Du weißt ja auch so als Fußballer, es gibt nichts Schöneres wie in der Kabine zu sein, auch mal ein bisschen Blödsinn zu labern, mit den Jungs Spaß zu haben, rausgehen auf den Platz. 1,5 Stunden Vollgas geben, danach wieder Blödsinn zu labern. Also es gibt nichts Besseres. Deswegen machen wir auch den Mannschaftssport und machen keinen Einzelsport, weil wir von den Momenten leben. Und es war natürlich wieder geil, in die Kabine zu kommen, zu wissen, ey, heute trainiert man mit der Mannschaft. Und das war schön und das war eigentlich auch der Moment, den ich am meisten vermisst habe von der ganzen Sache. Und nicht zu sagen, ey, ich gehe um 9 in die Kabine, war dann 4 Stunden im Gym und immer mal wieder sieht man einen, sondern in der Kabine mit den Jungs zu sein, viel zu reden. Das macht mir am meisten Spaß. Rückblickend, inwieweit hat dich diese Verletzung als Fußballer, aber auch als Mensch reifen lassen? Was nimmst du aus dieser Zeit mit? Also ich muss sagen, so seit meiner Karriere geht es immer peu à peu bergauf und das war so der erste Rückschlag in meiner Karriere. Und natürlich, ich bin jetzt auch ein bisschen älter geworden, aber es war vom Kopf her einfach so schwer, weil ich ja gesagt habe, es war das erste Mal in meiner Karriere und das ist einfach was anderes, womit du umgehen musst. Und was ich vor allem gelernt habe, ist, wenn ich Leute in der Reha sehe, dann dachte ich immer so, ja okay, so schlimm kann es nicht sein, wenn er 3, 4, 5 Monate Reha ist. Aber die Leute, die ich jetzt in der Reha sehe, ob das jetzt Niki ist, der muskulär was hat, der Emre sehe etc., ich habe einfach extrem viel Respekt vor den Leuten in der Reha, weil ich weiß, was du da opfern musst. Weil du musst da viel mehr opfern, wie wenn du jetzt normal im Mannschaftstraining bist. Und wenn ich so sehe, dass manche Leute dann, keine Ahnung, 9, 12 Monate durch die Reha gehen, dann habe ich gelernt, okay, vor den Leuten habe ich extrem viel Respekt, weil das ist eine extrem lange Zeit. Und das Leben ist nicht so lang und dann musst du das für eine Reha noch opfern. Und für mich selber habe ich gemerkt, es geht nicht immer alles bergauf, sondern kommt vielleicht auch mal kleine Dellen und es war jetzt mal eine. Aber ich will die Delle so ausmerzen, dass es danach wieder bergauf geht. Da würde ich mal ansetzen, weil gerade so bei schweren Verletzungen, gerade auf Social Media, ist dann immer gerne #ComebackStronger, so sehr beliebt. Aber jetzt mal ehrlicher gesagt, mit all den Erfahrungen, die du jetzt auch gemacht hast, schwer jetzt zu sagen, aber bist du vielleicht sogar auf dem Weg, ein noch stärkerer Nico Schlotterbeck zu werden? Ja, physisch bin ich auf jeden Fall. Also da war ich noch nicht so stark wie jetzt. Körperlich, läuferisch, das ist jetzt schon echt am Maximum. Fußballerisch würde ich jetzt sagen, war ich am Sonntag so bei 70%, weil ich da noch viel mehr kann und ich weiß und ich erwarte auch viel von mir, weil ich bin der Erste, wo mir am meisten Druck macht. Weil ich weiß, was ich kann, was ich im Training zeige. Ich muss das manchmal ein bisschen mehr in die Spiele umsetzen, aber wenn ich meinen Rhythmus kriege, wenn ich meinen Ablauf kriege im Spiel, dann glaube ich schon, dass ich nochmal so 10-20% von den letzten Jahren draufpacken kann. Und ich glaube, oder ich bin auch der Meinung, wenn ich das hinbekomme, dann wird es richtig gut.
Die ersten Schritte sind jetzt gemacht, auch wieder auf dem Fußballplatz im Wettkampfmodus. Damit wird jetzt nicht schon ein Haken dran sein und sagen, okay, Ende. Wie geht's? Wie sehen jetzt die nächsten Schritte für dich aus, um dann wirklich wieder dahin zu kommen, wo du hin möchtest? Ja, viel Ablauf zu haben. Auch noch nach dem Training noch mal 1, 2 Dinge anzupassen. Ich habe es mal gestern gesagt, ich habe so einen gewissen Dreierrhythmus, wenn ich die Bälle von hinten rausspiele, den noch so ein bisschen zu verfeinern, mit den Jungs wieder die ganzen Abläufe hinzukriegen, weil ich natürlich auch in der Vorbereitung bei Taktiksitzungen dabei war, aber ne, wie ist das Zusammenspiel wieder mit Seru, wie spiele ich die Sechser an, auf welchem Fuß etc. Das hinzukriegen, viel probieren, die Schwächen ein bisschen auszumerzen, wobei ich immer der Meinung bin, du sollst die Stärken mehr fördern, als die Schwächen auszumerzen, weil wenn die Stärken immer größer werden, wie jetzt Karim ist ein bestes Beispiel. Zu Karim habe ich immer gesagt, ey, den Schuss, wo du jetzt in das rechte Eck hast, der ist einfach extrem gut. Und wenn du die Stärken förderst, dann kommen die Schwächen, dann kommen die nicht zum Vorschein. Und die Schwächen werden dadurch auch besser, wenn deine Stärken gut sind. Und das probiere ich jetzt die nächsten Wochen zu machen. Und natürlich wieder so in Verfassung zu sein, dass ich 3-mal die Woche 90 Minuten spielen kann. Schlotti, auf dir gefallen, mich zu wiederholen. Schön, dass du wieder da bist. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Danke. Alles Gute und vor allem, ich glaube, das weißt du dann noch mehr zu schätzen, Gesundheit. Absolut, für alle. Danke dir. dir. Danke.